Solidarität findet statt, wenn wir trotz aller Unterschiede Politikgestaltung oder auch Praxis aufgrund der Gemeinsamkeiten haben. Die Form der Solidarität in Demokratien ist natürlich anders als in Autokratien, weil in Demokratien eine sehr inklusive Solidarität wichtiger ist, wenn es in Autokratien möglich ist, auch sozusagen nur partikuläre Formen der Solidarität zu haben oder primär diese zu haben. Solidarität ist in Demokratien eine ganz zentrale Tugend. Man kann hier zum Beispiel den Begriff der erweiterten Denkungsart auch ins Spiel bringen. Also diese Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und auch zu erkennen, dass die anderen Interessen, die andere Menschen haben, auch berechtigt sind. Das ist ja auch eine erhebliche Leistung, die man in Demokratien erbringen muss. Und dass man sich in andere Menschen hineinversetzt, dass man die eigene Position nicht verabsolutiert, sondern auch bereit ist, Kompromisse zu schließen und quasi miteinander an der Demokratie zu bauen. Vertrauen kann sich nur dort einstellen, wo auch vertrauenswürdig gehandelt wird. Und das bedeutet nicht zuletzt, dass Menschen respektvoll mit Wertschätzung behandelt werden, dass über ihre Interessen nicht einfach drüber gefahren wird, dass man bereit ist, sich das anzuhören und dann entsprechend zu agieren. Ich glaube, wir sollten mit der Vertrauenswürdigkeit beginnen. Also das Vertrauen, dass, wenn ich rausgehe und die anderen Menschen mir nicht feindlich gesinnt sind, ohne dass das jetzt meine Freunde oder meine Familie ist, das kann man nur haben, wenn Menschen auch Institutionen nicht als feindselig erleben. Und das ist heute in einem Zeitalter, in dem die Qualität und die Quantität vieler Demokratien rückläufig ist genau das ein Problem. Vertrauen in die Funktionsträgerinnen, in die Art, wie Politik funktioniert, ist viel, viel geringer als die Zustimmung zur Demokratie im Allgemeinen. Und das nehme ich schon als Problem wahr. Ich halte es auch für ganz besonders wichtig in dem Zusammenhang, dass das Herstellen von Vertrauen eine zentrale Aufgabe auch der Politik ist. Genau. Und wenn politische Parteien sich dran machen, demokratische Institutionen schlecht zu reden, in ein schiefes Licht zu rücken und eigentlich gegen demokratische Institutionen zu arbeiten, dann hat das natürlich erhebliche Wirkungen auch auf die Bevölkerung und auf die Frage, ob die Bevölkerung fähig und bereit ist, politischen Institutionen, rechtlichen Institutionen noch zu vertrauen. Die Forschung jetzt zur Nullsummenlogik, also dass in reichen Ländern die jüngeren Generationen mehr zu einem Nullsummendenken neigen und das davon ausgeht, dass wenn man ihnen was gibt, muss man mir was wegnehmen. Ja. In ärmeren Ländern ist es umgekehrt, das sind die jüngeren Generationen weniger Nullsummen denken als die älteren. Und das hat damit was zu tun, wie man das eigene Leben sieht und wie man, also ob es soziale Mobilität nach oben gibt oder ob man Abstiegsängste hat. Man braucht mehr erfahrbare Unterstützung und auch mehr institutionalisierte Solidarität in Form von guten öffentlichen Infrastrukturen. Das Gesundheitssystem ist in vieler Munde heute. Wenn die Leute das so erleben, dann wird auch ihre Bereitschaft, für andere etwas zu tun und nicht immer nur auf sich selbst zu schauen, steigen, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man allein gelassen wird. Das kann man ja sehr, sehr gut sehen am Beispiel der Migration auch. Ja. Wenn in der politischen Auseinandersetzung Migration immer nur als Belastung dargestellt wird, dann hat man das Gefühl, mir wird was weggenommen. Und ich denke, es wäre ganz wichtig, in der öffentlichen Debatte auch immer wieder stark zu machen, wie sehr zum Beispiel auch unsere Gesundheitsinstitutionen darauf angewiesen sind, dass Menschen, die nach Österreich migrieren, hier partizipieren. Ja, weil da ja ganz viel miteinander stattfindet. Und auch hier wieder, ich sehe wirklich an ganz vielen Stellen die Politik in der Verantwortung. Ja. Wobei am Ende des Tages, denke ich, ist Solidarität schon darauf angewiesen, dass man auch bereit ist, die eigenen Interessen manchmal hintanzustellen. Ja, dass es eben nicht nur darum geht, dass ich meine eigenen Vorstellungen durchbringe, sondern auch sehe, andere sind auf Ressourcen angewiesen und ich bin bereit, daran mitzuwirken, dass diese Ressourcen auch zur Verfügung gestellt werden. Ja, das kann und soll dann stattfinden, wenn die Person weiß,
Jetzt stelle ich mal meine unmittelbaren Interessen hinten an. Ja. Aber wenn ich wirklich wichtige Interessen habe und wichtige Bedürfnisse, dann werden die auch befriedigt werden. Genau. Das heißt, dieses Vertrauen muss es geben. Wenn Leute das Gefühl haben, dass sie einfach alleine für sich kämpfen müssen, dann kriegen sie einen Tunnelblick. Ja. Und dann sind sie weniger bereit, Bedürfnisse auch dann hintanzustellen, wenn es einmal nicht um die Wurst geht. Also ich sehe einen Punkt, der vielleicht doch dazu führt, dass Solidarität als gelebte Praxis unter Druck gerät, sehe ich darin, dass in Zeiten der Budgetknappheit die Befürchtung besteht, dass unsere Solidarsysteme nicht mehr hinreichend ausgestattet werden können. Und dann denke ich, sinkt auch die Bereitschaft, sich entsprechend einzuklinken in die Solidarsysteme, wenn man die Befürchtung hat, die Leistung, die ich jetzt erbringe, die kriege ich selber nicht. Genau. Und dadurch schwindet Solidarität als gelebte Praxis. Das unterstützt das Nullsummendenken, weil wir Solidarsysteme ja nicht als kluge Investition in die Zukunft sehen und auch in Wirtschaft und Wohlstand, was es ja ist. Man kann das durchaus auch pragmatisch argumentieren und ökonomisch, dass Einsparungen nicht gleich Einsparungen sind. Es gibt Einsparungen, die sind kosteneffektiv. Ja. Wenn man Dinge spart, die davor sinnlos ausgegeben wurden, also wenn man Verschwendung reduziert und Redundanzen auch reduziert. Und dann gibt es aber Einsparungen, die einfach nur kurzfristig billig sind und langfristig aber uns teuer zu stehen kommen. Ja. Und das wird heute in der Debatte sehr stark vermischt, weil es einigen politischen Kräften nutzt. Also alles, was billig ist, ist sozusagen gut und das ist gar nicht gut. Ja, also es ist eigentlich eine sehr kurzsichtige Perspektive, die unsere langfristige Handlungsfähigkeit innerhalb von Demokratie noch wirklich gefährdet. Um Solidarität zu stärken, braucht man zuallererst mal ein Bildungssystem und Erziehung und einen öffentlichen Diskurs, der nicht ständig nur auf die Unterschiede pocht. Immer nur zu betonen, dass alle unterschiedlich sind und Leute aufgrund von Eigenschaften auch auszugrenzen, ist genau das, was Solidarität verunmöglicht oder schwerer macht. Und dann brauchen wir institutionalisierte Solidarität, ein gutes, gut finanziertes, leistungsfähiges Gesundheitssystem, ein gutes Bildungssystem, also Institutionen, von denen alle profitieren, also dass die eigenen Bedürfnisse auch gesehen und erfüllt werden. Und Bedürfnisse sind keine Wünsche. Ich glaube, das ist eine Wechselwirkung dann zwischen einer bestimmten Haltung der Solidarität, die man entwickelt, durch Tun, durch eigenes Engagement und starke Institutionen. Also ein starkes Gesundheitssystem, ein starkes Pensionssystem, dass man versucht, gut abzusichern, Vertrauen darin zu schaffen. Und das erzeugt dann so eine Wechselwirkung, dass gelebte Solidarität in Demokratien auch möglich ist. Ohne eine bestimmte Haltung der Solidarität, ohne einen Gemeinsinn wird es nicht gehen. Ja, weil man kann Solidarität nicht einfach von oben verordnen. Genau. Solidarität ist etwas, was wir gemeinsam üben, einüben und praktizieren. Das letzten Endes ist das auch im Unterschied zur Gerechtigkeit etwas, was Menschen freiwillig tun müssen. Und wenn ständig Solidarität eingefordert wird, ohne dass sich Menschen selbst unterstützt fühlen, das geht schief. Das hat man auch in der Pandemie gesehen. Es gibt natürlich Momente, wo Solidarität auch in einem gewissen Sinn verordnet wird und solidarische Sozialsysteme institutionalisieren Solidarität und damit wird Solidarität auch zu etwas, was man dann als Recht einfordern kann einer Gesellschaft gegenüber. Aber es braucht jedenfalls etwas darüber hinaus. Es braucht diese Haltungen. Also in der Rechtsphilosophie spricht man von einem Ethos, das in der Bevölkerung vorhanden sein muss, ein Gemeinsinn. Ich unterscheide zwischen diesen 3 Ebenen. Die Ebene 1 ist die Solidarität, die Menschen mit anderen Menschen üben. Die Ebene 2 ist die Solidarität, die ganze Gruppen und Gesellschaften kennzeichnet. Und die Ebene 3 sind rechtliche, aber auch sehr starke soziale Normen. Also das, was man durch Recht oder durch soziale Sanktionen umsetzen kann.
dann ist diese dritte Ebene sehr wichtig. Aber sie muss auch von Freiwilligkeit getragen werden. Ansonsten fällt sie zu Boden sozusagen. Ich würde sagen, was hier oder auch rechtlich durchsetzbar ist oder erzwungen werden kann, ist nicht die Solidarität selbst, sondern es sind die Normen, die im Geiste der Solidarität entstanden sind. Solidarität ist etwas, was man nur bedingt einfordern kann, aber wenn Solidarsysteme rechtlich institutionalisiert worden sind, dann hat man tatsächlich ein Recht darauf, diesen quasi solidarisch gemeinten Beitrag auch dann zu bekommen. Es muss von Haltungen und von Handlungen getragen werden, die einfach über das hinausgehen, was man rechtlich verbürgen kann.